Xenophanes von Kolophon leugnet im 6. Jahrhundert vor Christus die Existenz der Götter und gilt als der früheste und radikalste Religionskritiker der Antike. Was Xenophanes am mythischen Gottesbild stört, welches Gotteskonzept er vertritt und warum Karl Popper ihn für den Begründer der Erkenntnistheorie hält, erfährst du in diesem Video. Der griechische Philosoph und Dichter Xenophanes von Kolophon ist einer der führenden Naturphilosophen seiner Zeit. Er lebt zur selben Zeit wie Pythagoras und war wahrscheinlich wie dieser ein Schüler des milesischen Naturphilosophen Anaximander. Er hat ein umfassendes Wissen über die milesische Naturphilosophie und verfasst eigene naturphilosophische Schriften. In Anlehnung an die Lehre des Thales und des Anaximander erklärt er beispielsweise, dass alles, was entsteht, Erde und Wasser sei. Neben der Naturphilosophie beschäftigt sich Xenophanes mit Geschichtsschreibung, Literaturkritik, Theologie und Erkenntnistheorie. Mit 25 Jahren wird er durch den Einfall des persischen Heeres aus seiner Heimatstadt Kolophon in Ionien vertrieben und lässt sich nach langen Wanderjahren in Elea, einer griechischen Siedlung in Süditalien, nieder. Xenophanes arbeitet als Rhapsode, rezitiert also bei Festen oder feierlichen Anlässen epische Dichtungen, beispielsweise von Homer und Hesiod. Seine philosophischen Werke verfasst er ebenfalls in lyrischer Form. Von Xenophanes selbst sind nur wenige Originalfragmente überliefert. Wie bei anderen Naturphilosophen auch, sind wir daher auf andere, spätere Quellen angewiesen, in welchen seine Lehre möglicherweise missverstanden oder fehlinterpretiert wurde. Xenophanes kritisiert die antiken Mythen und die traditionelle Religion, vor allem das anthropomorphe Gottesbild. Seine Kritik ist die früheste und zugleich schärfste und kompromissloseste Grundsatzkritik am mythologischen Bild der Götter, die in der gesamten antiken Philosophie geäußert wurde. Sie richtet sich gegen den Anthropomorphismus der mythischen Göttergestalten und, damit verbunden, gegen die Amoralität der mythischen Göttergeschichten. Anthropomorphismus bedeutet, dass Göttern menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese menschlichen Eigenschaften betreffen im Mythos zum einen das Verhalten der Götter. Die mythischen Götter zeigen ein typisch menschliches, oft negatives, amoralisches Verhalten. Die Amoralität der Götter wird in der griechischen Mythologie als Zeichen ihrer Übermenschlichkeit betrachtet. Götter unterliegen nicht den moralischen Maßstäben, die für Menschen gelten. Xenophanes kritisiert diese Zuschreibung. Homer und Hesiod haben die Götter mit allem belastet, was bei Menschen übel genommen und getadelt wird: Stehlen und Ehebrechen und einander betrügen. Aus der Kritik an der Amoralität der Götter folgt zwar noch nicht ihre Nichtexistenz, die Götter können aber laut Xenophanes nicht so sein, wie sie in den mythischen Erzählungen beschrieben werden. Zum anderen stellt Xenophanes im Aussehen, in der Gestalt der Götter, auffällige Ähnlichkeiten zwischen den Göttern und ihren Verehrern fest. Daraus schließt er, dass sich jede Kultur ihre eigenen Götter erschafft. Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker blauäugig und blond. Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten und mit diesen Händen malen könnten und Bildwerke schaffen wie Menschen, so würden die Pferde die Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder in der von Rindern, und sie würden solche Statuen meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend. Mit dieser Kritik sagt Xenophanes nicht nur, dass die Götter keine menschliche Gestalt haben. Er behauptet vielmehr, dass die menschengestaltigen Götter, von denen die Mythen aller Völker berichten, überhaupt nicht wirklich existieren, sondern der menschlichen Einbildungskraft entspringen. Mythische Götter sind Produkte, Projektionen der menschlichen Fantasie. Dieses Denkmotiv der Religionskritik finden wir über 2000 Jahre später bei Friedrich Schiller und Ludwig Feuerbach wieder. Trotz seiner scharfen Kritik an der damaligen Religion war Xenophanes kein Atheist. Seine Kritik richtet sich gegen den mythologischen Polytheismus, nicht gegen die Wirklichkeit des Göttlichen schlechthin. Als philosophischer Theologe vertritt er ein neues Gotteskonzept und entwickelt, unabhängig vom Monotheismus der hebräischen Bibel, einen philosophischen Monotheismus. Nachdem er die Götter des Mythos als menschliche Projektion entlarvt hat, bleibt allein der eine Gott übrig, der den Sterblichen weder an Gestalt noch an Gedanken ähnlich ist.
Der eine Gott, der unvorstellbar anders ist als alle menschlichen Vorstellungen, ist der einzige Gott, den Xenophanes anerkennt. Den Göttern des Mythos setzt er einen philosophisch gereinigten, vom Anthropomorphismus befreiten Gottesbegriff entgegen. Seiner Ansicht nach sind alle menschlichen Eigenschaften eines Gottes unwürdig. Weder besitzt ein Gott moralische Schwächen oder Stärken noch einen menschlichen Körper. Ein Gott wird nicht geboren und reist nicht durch die Welt. Gott ist ewig, vollkommen und verändert sich nicht. Dinge bewegt er durch geistige Willenskraft. Da es zu Xenophanes Gotteskonzept nur wenige wörtlich überlieferte Fragmente gibt, ist man bei der Rekonstruktion seines Gottesbildes auf Texte anderer antiker Autoren angewiesen, die meist Jahrhunderte nach ihm lebten und seine Lehre möglicherweise umgedeutet haben. So setzten die antiken Doxographen den einen Gott des Xenophanes mit dem Weltganzen gleich und behaupteten, Xenophanes hätte diesem Gott eine kugelförmige Gestalt zugeschrieben. In dieser Darstellung hätte Xenophanes einen Pantheismus vertreten. Der als kugelförmig gedachte Gott und der als kugelförmig angenommene Kosmos wären Teile bzw. Aspekte eines umfassenden Ganzen. Gott und Natur bzw. Kosmos wären in dieser pantheistischen Deutung zu einer göttlichen Einheit verschmolzen. Dass Gott in den Originalfragmenten die Bewegung der Welt verursacht, ohne sich selbst zu bewegen, widerspricht jedoch einer solchen pantheistischen Deutung. Es gibt laut Xenophanes eine ontologische Differenz zwischen Gott und Welt. Gott ist unbewegt und unveränderlich, die Welt bewegt und veränderlich. Gottes Seinsweise ist eine fundamental andere als die der Welt. Der deutsche Philosoph Jens Halfwassen schreibt: Wenn Gott die Weltbewegung verursacht, ohne sich selbst zu bewegen, dann kann er mit dem bewegten Weltganzen nicht identisch sein. Wenn er sich selbst unveränderlich und unwandelbar gleich bleibt, dann kann er mit der veränderlichen Welt, in der alles permanent anders wird, nicht identisch sein. Wenn er vollkommen und unteilbar, einheitlich und ganz ist, dann kann er mit der durch Vielheit und Trennung der Teile bestimmten Welt nicht identisch sein. Xenophanes hat Gott und die Welt nicht nur unterschieden, er hat sie als erster in der Menschheitsgeschichte kategorial durch eine ontologische Differenz unterschieden, indem er Gott eine vollkommen andere Seinsweise zuschrieb als der Welt. Xenophanes ist also nicht nur Monotheist, er hat den Monotheismus auch in seiner ganzen Radikalität erfasst und zu Ende gedacht, und dies, wie es scheint, als erster. Sein philosophischer Monotheismus unterscheidet sich von den gleichzeitigen oder früheren Monotheismen des Orients vor allem darin, dass diese die Unterscheidung Gottes von der Welt nicht durch ontologische Bestimmungen beschreiben, Gott also keine prinzipiell andere Seinsweise zuschreiben als der Welt. Die Trennung von Gott und Welt wird aber dann am konsequentesten vollzogen, wenn sie ontologisch gedacht wird, wenn also Gott und Welt durch ihre Seinsweisen unterschieden werden. Xenophanes betont bei all seiner Kritik an Religion und Mythos, dass es in religiösen und metaphysischen Fragen keine absolute Gewissheit, sondern nur Vermutungen geben kann. Man könnte ihn daher als ersten dezidierten metaphysischen Agnostiker bezeichnen. Über einen Gott und die Welt als Ganzes kann man nichts Endgültiges sagen. Er schreibt: Sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen über die Götter und alle Dinge, von denen ich spreche. Selbst wenn es einem auch zufällig gelingt, die vollkommenste Wahrheit zu sagen, wissen kann er sie nie. Es ist alles durchwebt von Vermutung. Und nicht von Beginn an haben die Götter den Menschen alles Verborgene gezeigt, aber im Laufe der Zeit finden wir suchend das Bessere. Xenophanes weiß, dass das menschliche Erkenntnisvermögen begrenzt ist und wir die endgültige, vollständige Wahrheit nicht besitzen können. Menschliches Wissen ist immer nur Vermutungswissen. Diese Einsicht in die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens muss zum einen zu Toleranz gegenüber Andersdenkenden führen. Zum anderen ähnelt diese Einsicht der modernen Wissenschaftstheorie, nach welcher das Wissen in einer Art Evolution wächst. Xenophanes beschreibt in seinen Fragmenten einen Weg zum Wissen, in dem die Menschen suchend und dabei etwas Besseres finden. Der Mensch kann sich suchend an die objektive Wahrheit annähern.
Dieser Weg steht im Gegensatz zum mythologischen Denken, welches nicht sucht, immer apodiktisch spricht und beansprucht, einfach wahr zu sein. Der britisch-österreichische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper hält Xenophanes für den Begründer der Erkenntnistheorie und einen Vorläufer des kritischen Rationalismus. Er schreibt ihm die Einsicht zu, dass die in den empirischen Wissenschaften gefundenen Theorien stets hypothetischer Natur sind. Der Satz „Es ist alles durchwebt von Vermutung“ bedeutet seiner Ansicht nach, dass all unser Wissen letztlich auf Annahmen oder Vermutungen beruht, die ihrerseits revidierbar sind, also durch bessere Annahmen oder Vermutungen überboten werden können. Wir können als Menschen die Wahrheit nicht als solche erkennen, sondern uns ihr lediglich allmählich annähern. Auf der Grundlage von Xenophanes' Wahrheitslehre entwirft Popper eine Ethik für Intellektuelle, die ich in einem separaten Video vorstellen werde. Dass Xenophanes mit seiner kritischen Sicht auf Wahrheit und Wissen Recht behalten wird, zeigt sich an seinen eigenen naturphilosophischen Erklärungen. Diese wurden, genauso wie die Erklärungen seiner naturphilosophischen Kollegen, mittlerweile durch die moderne Wissenschaft ergänzt und revidiert. Was hältst du persönlich von Xenophanes' Religionskritik und Erkenntnistheorie? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Die Vorsokratiker kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!